Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und eine Sache merke ich immer mehr. Das Thema 12 Volt wird beliebter und beliebter und beliebter, gerade auch, weil es in der Regel auch ausreicht. Und hier haben wir jetzt wirklich zumindest zwei niegelnagelneue 12 Volt Geräte. Und das dritte, was auch relativ neu ist, nämlich wir haben hier einen 12 Volt Exzenter, einen 12 Volt Schwingschleifer, Sander oder Rutscher, je nachdem wie man das nennt, und einen 12 Volt Delta-Schleifer. Und das war so, bei mir persönlich, ich habe die Ankündigung gesehen von Metabo von einem Rutscher, ja, und von einem Delta-Schleifer und dachte so, ja, okay. Aber im Augenwinkel ist mir aufgefallen, Moment mal, 12 Volt? Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Habe mal wirklich gesucht und gibt es von anderen Markenherstellern vor allem auch solche Geräte im 12 Volt Bereich? Nö, gibt's nicht. Das heißt, wirklich im 12 Volt Bereich sind wir hier einmalig unterwegs. Denn eine Sache, die wir alle eigentlich nicht mehr so wirklich mögen, ist ein Kabel. Und hier ist es so, bei Delta-Schleifer und auch bei Schwingschleifern war es so, dass du in der Regel immer eher auf ein Kabel angewiesen warst oder dann schon im 18 Volt Bereich bist. Hier aber nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Grund, warum ich das Video mache, habe ich ja euch am Anfang schon mal erklärt. Und zwar, wir haben hier 12 Volt Geräte. Wir haben hier 3 Brushless Geräte, 12 Volt, gute Abtragsleistung trotz 12 Volt und einfach Geräte, die es so im 12 Volt Bereich einfach noch nicht gab. Und die sogar mit sehr viel Witz und Energie gemacht wurden, beziehungsweise Intelligenz auf jeden Fall. Und ich muss sagen, gerade hier bei den beiden ist es so, dass es mich wirklich freut, dass es das auch endlich mal in 12 Volt gibt. Zu denen hier, zu den 12 Volt Exzentern oder kleinen Akku-Exzentern habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir mal hier oben. Und vielleicht lass uns mal erstmal über die Details sprechen, beziehungsweise die groben Dinge. Was sind denn hier die technischen Feinheiten? Ich blende dir hier mal kurz das Datenblatt ein. Und das war auch schon alles, denn das Wichtigste an allen 3 Geräten ist der Schwingkreis. Ja? Der ist immer 2 mm bei allen 3 Geräten. Das ist erstmal eigentlich das Wichtigste, dass du so weißt, wie hoch ist die Abtragsleistung. Ja? Das nächste Wichtige ist das Thema Preis. Und zwar sind wir bei allen 3 Geräten so im Preisbereich von etwa so um die 190 €. Und denk dran, du findest wie immer unten den ehrlichen Preisvergleich unter dem Video. Schau da mal da rein, weil es sind relativ neue Geräte. Vielleicht ändert sich der Preis je nach Verfügbarkeit. Vielleicht kannst du auch irgendwo ein Schnäppchen machen. Schau einfach mal vorbei. Und wir hatten vor einiger Zeit, jetzt lass uns mal die einzelnen Geräte auch anschauen und lass uns mal noch nicht hierzu kommen, sondern erstmal zum Exzenter. Wir hatten den hier vor einiger Zeit uns schon mal angeguckt. Moment. Da habe ich ja gerade Quatsch erzählt. Dieses Gerät, ist mir leider erst hinterher aufgefallen, dieses Gerät habe ich noch nicht getestet und hatte ich noch nicht in der Hand. Ich hatte genau oder fast genau dasselbe Gerät, aber mit 18 Volt schon mal im Test. Das Video hier oben verlinkt, aber das hier noch nicht. Das macht es aber jetzt nicht unbedingt zum schlechteren Gerät. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal nachteste oder das nochmal gegen andere 12 Volt Geräte teste, dann unten in die Kommentare. Und ich muss sagen, das ist ein super kompaktes, schönes, kleines Gerät mit einem 125er Schleifteller. Hier an dem Gerät gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich mache dir das mal ab, dass wir uns das mal anschauen. So, Moment. So klein ist der. Und ja, das macht schon was her, ja? Weil du hast hier wirklich ein super kleines Gerät. Ja? Kein Direktantrieb, aber das hat keins in der Klasse, das gibt es gar nicht. Und du kannst ihn aber sehr gut greifen. Ja? Das ist erstmal wichtig. Das heißt, du greifst ihn so und kannst dann so arbeiten. Und das Gerät hier hat einen Vorteil, den ich euch nochmal mitgeben möchte. Und der ist gar nicht so offensichtlich. Und zwar ist es so, wir haben hier einen Schutz drumherum. Denn wenn wir den Schutz jetzt mal abnehmen, ist es so, ich habe es auch bewusst so gemacht, du hast ja hier die Scheibe drauf. Und jetzt komm mal bitte etwas dichter. Hier ist es so, dass wir hier die Scheibe etwas überstehen haben. Wenn wir jetzt mal drehen, steht es hier nicht über. Ja? Und das ist eigentlich auch so, wie du es normalerweise immer machst. Du wirst es nie 100% gerade treffen. Und jetzt passiert Folgendes. Du nimmst den und gehst hier eine Kante rein, schleifst hier dran, dann schlägt dir dieses Schleifpapier unten hier die Kante aus. Die wird einfach dann, du schleifst die kaputt und das geht rasend schnell. Hiermit, mit dem Schleifschutz, ist es so, dass du das nicht mehr machst, denn du gehst jetzt an eine Kante ran und du triffst diese Kante nicht mehr. Ja? Du gehst hier ran und bleibst wirklich ein wenig davon entfernt. Das ist eine tolle Sache.
Und in diesem Bereich ist das relativ selten, oder gerade auch in diesem Preisbereich ist es sehr selten. Ich wollte euch mal was zeigen. Es gibt ja auch so einen Kleinschleifer zum Beispiel von Bosch. Ja, den gibt es im 18-Volt-Bereich wie hier und auch im 12-Volt-Bereich. Da gibt es so einen Schutz nicht. Also seid euch dessen bewusst, je nachdem, wo ihr das auch einsetzt. Wenn ihr häufig ganz normale, ebene Oberflächen habt, dann ist es nicht so wichtig. Wenn ihr aber auch mal an Kanten schleift und das für euch relevant ist, dann achtet darauf, dass ihr so etwas habt. Ja? Und jetzt gucken wir mal weiter. Übrigens, alle drei Geräte haben genau dasselbe. Alle haben denselben Staubsack, der auch ganz wichtig ist. Und denkt daran, dass ihr immer mindestens mit dem Staubauffangsack arbeitet, aber optimalerweise natürlich mit einer Absaugung. Da gibt es ja von Metabo ein super System, wo ihr kabellos absaugen könnt. Das Video dazu verlinke ich euch auch mal hier oben. Habt ihr einen Sauger ohne Stromanschluss. Ein Akkusauger funktioniert auch super. Kommen wir zum nächsten Gerät und hier ist es so, oder zu den nächsten beiden. Bei denen ist es bei beiden so, dass sie diesen Schutz auch mitliefern. Ja? Das heißt, wir fangen mal hier an, beim normalen Schwingschleifer. Nochmal, was ist ein Schwingschleifer? Der geht immer so hin und her. Das ist die einzige Währung, die er kann. Beim Exzenter, wie den wir hier gesehen haben, ist es ja so, dass er schwingt und dabei dreht sich die Scheibe. Auf die Art und Weise habt ihr ein gleichmäßiges Schleifbild. Aber es gibt ja Anwendungen auch, wo du so einen Schwingschleifer benutzt. Falls du übrigens nicht weißt, wann du einen Schwingschleifer und wann du einen Exzenter benutzt, habe ich mal ein Video zu gemacht. Verlinke ich dir auch hier oben. So, und hier haben wir dann genau dasselbe. Hier haben wir auch wieder so einen Kantenschutz. Hier siehst du den, wie er hier dran ist. Hier kannst du ihn einfach abnehmen. So, so und so, wenn du ihn nicht haben möchtest. Und kannst dann entsprechend ohne arbeiten. Ja, kannst dann hier arbeiten, kannst bis an den Kante rangehen oder du machst ihn wieder dran. Das ist hier, gefühlt ist das hier so ein 3-Euro-Teil. Aber darum geht es auch gar nicht. Es ist einfach dabei. Und du hast überhaupt die Möglichkeit, es anzubringen. Bei den meisten Geräten geht das gar nicht. Ja? Das siehst du hier und dasselbe haben wir auch beim Delta-Schleifer. Ja? Wir haben hier auch hier die Delta-Form und haben auch hier einen Schutz, den wir hier auch wieder abnehmen können. So, dann haben wir einen herkömmlichen Delta-Schleifer und können ihn hier wieder anbringen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte euch das mal zeigen. Ich möchte, dass ihr das kennt oder wisst. Denn ob ihr jetzt nun im Metabo-System unterwegs seid oder nicht, das müssen wir mal hier wieder rankriegen hier. So. Na, das war jetzt leicht. Einmal mal richtig hingeguckt. Also, ob ihr im System jetzt von Metabo unterwegs seid oder nicht, seid euch auf jeden Fall bewusst, dass es Geräte gibt, auch in der 12-Volt-Klasse, die das können. Ja? Und insofern ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Blick wert. Was wir jetzt mal machen, es gibt noch eine ganz wichtige Sache. Ganz wichtig, das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, Metabo hat ja mitgedacht. Du kannst das Gerät kaufen, einmal als Delta und einmal als normalen Schwingschleifer. Aber sie haben gedacht, naja, vielleicht willst du ja auch beides haben. Deswegen kannst du auch Folgendes machen, wenn du dir das hier schon gekauft hast, kannst du dir diese Platte hier nachkaufen und hier draufschrauben. Und ich hoffe, dass ich hier einen Schlüssel finde. Wir haben vorhin hier auch nicht aufgeräumt. Da ist er. Und zwar kannst du Folgendes machen. Du nimmst das einfach hier unten ab. Du nimmst hier den Schlüssel und gehst hier einfach dran. Moment. Wir machen das wirklich mal in Echtzeit hier. So. Baust das hier ab und hast in dem Fall ja eine zweite Platte hier im Koffer dir gekauft. Dann, Moment, gehst du hier rüber und baust das, wenn es mal für euch schnell gehen soll, ja, und baust das Ganze hier ab. So, nimmst das hier ab, packst das da wieder drauf. Moment. So. Zack. So. Und los geht's. Ja? Und kannst das hier einfach wechseln. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass du hier quasi zwei Geräte in einem hast. So. Ja. Ergo, du kaufst dir einfach den einen und kannst jetzt auch noch dazu kaufen. Oder es gibt auch die dritte Variante,
Metabo verkauft das hier auch mit beiden Aufsätzen in einem Koffer. Das heißt, du musst es nicht nachkaufen und das Ganze nur für 10 € mehr. Das heißt, du kannst dir einfach das Gerät hier so im Preisbereich so um die 190 kaufen, um die 190 € oder sagst einfach 180 € und nimmst einfach mal noch 10 € mehr, je nach aktueller Preislage, und dann hast du einfach beide Aufsätze mit dabei. Das heißt, du hast beide Anwendungsmöglichkeiten in einem Koffer. Das ist doch mal genial, oder? Bevor wir die ganze Zeit nur von den Geräten sprechen, wollen wir auch mal sehen, dass sie ein bisschen was schleifen. Und dazu machen wir Folgendes. Ich habe hier einen Bleistift, mache hier mal ein bisschen Striche hin, ein bisschen was rechts und links und schaue einfach mal, dass wir auch was abschleifen. Nummer 2. Du hast gerade gesehen, auch diese kleinen, kompakten Geräte mit nur 2 mm Schleifhub haben eine wirklich gute Abtragsleistung. Und wenn du so etwas wie hier schleifen möchtest oder auch größere Flächen, kommst du mit den Geräten eigentlich schon relativ weit. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich persönlich feiere das total, finde es echt toll, dass Metabo diesen Schritt gegangen ist. Ich bin auch sehr gespannt, welche andere Hersteller demnächst da nachziehen und auch solche Geräte hier machen. Wenn ihr andere 12-Volt-Geräte dieser Art kennt, die ich mal testen soll und mir anschauen soll, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung und jetzt ran an den Schleifer und bis zum nächsten Mal.